Ja, Parasite ist der erste Track auf unserem Album und beschäftigt sich mit einer Liebesbeziehung zwischen Tiefseeanglerfischen. Das Einprägsame ist, dass es dort einen Sexualdimorphismus gibt. Das heißt also, man hat ein gigantisches Weibchen und ein kleines Männchen. Viele Jahre hat man gedacht, dass es zwei Spezies sind. Das ist allerdings nicht der Fall. Und das Besondere in dieser Romanze ist, dass beim Paarungsakt das Männchen durch Pheromone angezogen wird, sich ins Weibchen verbeißt, dann von der Haut des Weibchens überwachsen wird und letztlich vollständig inkorporiert wird, sodass sich die Blutkreisläufe dann auch verbinden und das Weibchen dann einfach durch ein kleines Muskelzucken sich selber mit Sperma versorgen kann. Das klingt nach High Life, das ist natürlich toll. Das ist eine Selbstaufgabe des Männchens. Und ich fand es sehr spannend, weil natürlich auch in der menschlichen Gesellschaft ganz unterschiedliche Beziehungsformen existieren. Und das wollte ich doch gerne mal vertexten. Puls, der zweite Track auf unserer CD. Wer wollte noch nicht die Welt zerstören? Ich denke, jeder hat schon mal drüber nachgedacht. Spätestens, wenn man mit irgendwelchen Behörden im Austausch steht, dann kommen doch manchmal Zerstörungsfantasien. Aber wer will sich schon selber die Hände schmutzig machen? Keiner. Und darum handelt Puls davon, wie ein sehr, sehr intelligenter Mensch eine Kreatur erschafft, deren Aufgabe es ist, die Welt zu vernichten. Und dieser Wissenschaftler ist natürlich ganz heiß darauf, nicht nur diese Kreatur zusammenzutackern, sondern dann auch Leben einzuhauchen. Und was ist das für ein schöner Symbolismus? Man schafft das Leben, um eine Welt zu zerstören. Wir fühlen uns ausgelaugt, wir fühlen uns kaputt, schlapp, ich mag nicht aufstehen, ich habe keinen Bock zu essen, nicht mal Netflix macht mir mehr Spaß. Solche Zustände kennen wir. Wir kennen auch, wie wir damit umgehen. Es gibt verschiedene Formen der Therapie, zum Beispiel die Eigenurintherapie. Das war mir aber ein bisschen zu plump, das hier so zu vertexten. Und ich habe mich dann erinnert an eine Talkshow, die ich mir mal angesehen habe, obwohl es war eigentlich eher eine Unterhaltungssendung. Zwei männlichen Moderatoren, die eine Aufgabe hatten, in der sie sich gegenseitig natürlich Tage vorher jeweils ein Stück Fleisch haben chirurgisch entfernen lassen. Und in dieser TV-Show wurde dieses Fleisch dann angebraten und genießbar gemacht durch Gewürze und die beiden Teilnehmer haben dann jeweils das Fleisch des anderen gekostet. Und das war so obskur und hat mich auch irgendwie so angewidert und so fasziniert, dass ich dachte, machen wir doch mal eine Eigenfleischtherapie. Und tatsächlich, der Proband, aus dessen Sicht der Text geschrieben ist, beginnt sich selber zu verzehren und wird auch mit der Zeit glücklicher. Und am Ende ist er halt skelettiert, aber unglaublich glücklich. Und wer will nicht glücklich sein? Spiritual Euphoria ist ein Text, der sich der historischen Unterhaltung widmet. Und zwar gab es gerade in der Renaissance die ersten Ausprägungen, sich seiner Horrorfantasien hinzugeben. Und so gab es dann kleine Horrorshows, in denen mit Nebel gearbeitet wurde, mit Gerüchen gearbeitet wurde. Und in denen mit Camera Obscura auch kleine Fratzen und Horrorgestalten projiziert wurden. Die Leute damals, natürlich noch nicht illegal, haben sich mit Drogen vollgepumpt und hatten den Trip ihres Lebens. Und ich fand es so interessant, dass offensichtlich über die ganze Existenz der Menschen immer dieser Wille da ist, sich mit dem Schlechten zu umgeben und eben auch so diesen Glauben an den Horror und an das Okkulte hinzugeben. Und das ist letztlich dann unser Song, der sich damit beschäftigt und eben auch unsere erste Single-Auskopplung. Horse of War, das sind die Huren des Krieges. Wir sprechen hier nicht über die leichten Mädchen, sondern wir sprechen hier über die Leute, die mit dem Krieg ihr Geld machen. Wir sind dagegen und dieser Song ist letztlich unser Sprachrohr, den Leuten mitzuteilen, was wir davon halten, dass sie damit ihre Kohle machen.